Frohes neues Jahr und herzlich willkommen in 2025. So. Happy New Year. Ja, jetzt werden wir wieder die nächsten Wochen und Monate Probleme haben, wenn man es irgendwo raufschreiben muss, zu wissen, welches Jahr ist. Aber wir helfen euch gerne weiter. 2025 ist herzlich willkommen im neuen Jahr. Das neue Jahr nutzen wir auch gleich für eine Folge, die welchen Titel jetzt trägt? Ja, ein Arbeitstitel immer noch, glaube ich. Aber Fetisch und Beziehung, muss man das trennen? Irgendwie so in die Richtung. Wir widmen uns dem Thema offene Beziehung in der Fetischwelt. Ich glaube, das treibt sehr viele von euch um. Ja. Und ich habe, glaube ich, haben wir ein bisschen gut was im Gepäck an Themen. Glaube ich auch. Wir werden mal von uns berichten, wie das bei uns so ausschaut. Wir werden auch mal gucken, wie es bei anderen Paaren ausschaut, die wir vielleicht noch kennen, wo man da eine Grenze ziehen muss, welches Regelwerk man haben sollte oder vielleicht auch gar nicht und überhaupt, welcher Partner was wie mitmacht bis zu welcher Grenze. All das werden wir irgendwie mal anreißen. Vermute ich. Wir reißen es ab. Wir reißen das sowas von ab und freuen uns einfach weiterhin darüber, dass wir jetzt in einem neuen Jahr gestartet sind. Und in diesem Sinne, let's go. Let's go. Attacke. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Folge 9. Happy New Year. Oh, Happy Vielleicht. New Year. Okay. Keine 10 Sekunden und schon wieder Bullshit hier. Ja, Folge 9. Ihr hört uns vielleicht gerade auf dem Weg zur X-Gear. Ja. Da bin ich auch im Weg hin. Ja. Am Freitag. Oh. Alex ist sich Stand heute immer noch unsicher. Ja, das wird wieder, wenn, ganz spontan. Wir schauen mal, was wird. Schauen wir, was wird. Haben wir den auch schon gleich wieder untergebracht. Ja. Wir dachten, wir machen mal einen kleinen Exkurs in unser Beziehungsleben. Wir haben ein Beziehungsleben, ja. Wir haben ein Beziehungsleben. Also nicht wir, sondern wir haben auch eine Beziehung, also eine Arbeitsbeziehung. Eine berufliche Beziehung. Das ist eine berufliche Beziehung, ganz ja. Seriös, ja. Ich habe übrigens auch für alle, die zwischendurch denken, wir atmen beide schwer oder reden etwas komisch, nur vorab für die uns nicht zugucken bei YouTube, wir haben beide heute Lederkombi-Teile oder eine Lederkombi an. Ja. Da sitzt es sich ein wenig unbequem mit und dadurch kann es auch zwischenzeitlich zu Atemproblemen kommen. Ich liebe meine Lederkombi, also für alle, die kann auch noch jemand, auch mit komplett in die Kamera halten. Also ich habe meine Motorradkombi an, mit der ich tatsächlich im Sommer auch mal sehr viel fahre. Ich habe sie auch nicht sauber gemacht, es hängen noch ein paar tote Fliegen hier auf der Brust. Aber ja, ich fühle mich sehr wohl. Und deine Hose ist übrigens mega, mega heiß. Die werde ich wohl nie zum Motorradfahren benutzen, aber schön ist sie ja. Sie ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Gefällt mir sehr. Du glaubst gar nicht, wie die auf Arbeit schon die Augen verdreht haben, als ich damit vor ein paar Tagen auf Arbeit also mich umgezogen habe zum Feierabend hin und mit der Hose aus der Arbeit rausgegangen bin. Aber ich scheiß mir da mittlerweile ja nichts mehr. Ja, das hattest du ja schon erzählt. Das ist ja beeindruckend. Ich würde das, aber naja, ihr kennt ja schon, ihr habt uns ja auch schon ein paar Folgen gehört. Ich könnte das wahrscheinlich nicht, aber ja. Du kannst ja nicht mal mit der Jogginghose aus dem Haus gehen. Ja, wobei heute, du hast mich gesehen, als ich hier ankam. So. Hatte ich hier an und ich habe Arbeitskollegen hier begrüßt bei uns in der Firma. Mit Jogginghose? In Jogginghose und TNs an. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja, total. Ich sag's, wie es ist. Ja. Aber es hat sich gut angefühlt. Also auch da, du hast mir Mut gemacht. Ja, genau, wir sind in einem neuen Jahr. Wir beginnen quasi, Achtung, jetzt wird's richtig groß. Wir beginnen das 2. Podcast-Jahr. Es ist zwar nur Folge 9, aber es ist unser 2. Jahr. Also wir haben jetzt schon, jahresübergreifend. Wir haben jetzt schon 2 Jahre Podcast gemacht quasi. Es fühlt sich an, als hätten wir nie was anderes gemacht. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr mit dabei seid und mit uns, ja, schwarz und eng weiter konsumiert, hört. Vielleicht wirklich jetzt gerade auf dem Weg zur X-Gear, dann, ich sag mal, gute Fahrt und schickt auch gerne da ein Foto. Haben wir auch mal gesagt. Story. Genau, macht gern eine Story in Gear. Fotografiert euch im Auto, in der Bahn, auf dem Fahrrad, zu Fuß, im Bus, keine Ahnung, wie man für alle, die in Mörs wohnen sollten. Ne? Genau, postet das gerne als Story, markiert uns sehr gerne, dann teilen wir das natürlich auch sehr gerne. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen darüber sprechen, Thema Fetisch und Beziehung. Gedankenstrich offene Beziehung. So ist dieser Arbeitstitel dieser Folge. Wie es hinterher wird, müssen wir mal gucken. Denn wir beide haben eine offene Beziehung. Wie lange habt ihr eigentlich schon eine offene Beziehung? Ja. Ich sag mal, seit 4 Jahren jetzt ungefähr. Und wir kennen uns 5 oder noch länger. Also das hat nicht lang gedauert.
Okay, spannend. damals. Aber da Ja. kann ich noch was sagen. Oh, da gibt es eine lustige Story zu. So, das ist doch jetzt schon mal ein super Einstieg. Ich kann es sagen, ich und mein Freund, also wir sind noch nicht verheiratet, das sollte eigentlich schon vor 4 Jahren, aber naja, egal, irgendwas kam immer dazwischen. Also ich sage mal trotzdem gerne mein Mann, wir sind seit 10,5 Jahren oder so jetzt zusammen. Was? Ja, die Zeit vergeht. Da warst du ja dann quasi, Ich war 17, er war ich wollte 30. gerade sagen, 15, als Ja. du gefühlt Ja, wild. ja. Ich war 17, er war 30, jetzt bin ich 27 und er 40. Echt jetzt? Boah, ist das schwierig. Hä, was? Der ist 40? Ja, ich hab's laut ausgesprochen. Es sieht nicht so aus. Na, ne? null. Das ist auch das Ich hätte- Argument. Ich hätte ihn wirklich auf Anfang 30 geschätzt. Ja, super. Ja. Wild. Ja. Nee, genau. Naja, so lange ich bin ja auch noch zarte 18. ja, genau. Nee, tatsächlich sind wir so lange zusammen und wir haben Wow. jetzt erst effektiv seit Anfang 2024 haben wir gesagt, wir öffnen unsere Beziehung. Also habe ich das eigentlich, ich will nicht sagen gefordert, aber ja doch, also ja doch. Ja, also doch. Ich habe es gefordert, ja. Okay. Genau. Nee, Aber dann war das ja ein wildes Jahr bei dir. Offene Beziehung, 24 gestartet, dann hier gleich irgendwie auf dem CSDs in Rubber rumgehüpft, Ja, dann genau. jetzt hier den Podcast, dann Hallo Welt, ich habe Fetische, Ich bin- genau, irgendwie ich bin offenes in einem- Fetischprofil. Ich bin in einem, ich sag mal, großen Umschwung. Aber auch da, Thema offene Beziehung, seitdem wir das jetzt offen haben, ich hätte gedacht, da passiert mehr. Wie? Ich habe dieses Jahr einfach unfassbar viel gearbeitet oder letztes Jahr unfassbar viel gearbeitet und hatte effektiv gar keine Zeit, irgendwie groß was zu starten. Was auch okay ist, so, weil Ja. rückblickend betrachtet fand ich 2024 jetzt kein schlechtes Jahr. Aber ich hätte mir irgendwie mehr so einen großen Knall gewünscht mit, ich habe eine offene Beziehung, ficken, ficken, ficken. Aber das ist gar nicht passiert, aber das ist okay. So, aber Auch ein neuer Folgenname, Ficken, Ficken, Ficken. Wobei, das hatten wir ja in der letzten Folge Ja, schon so ziemlich richtig. verwurstet. deswegen, aber da hätte ich mir irgendwie mehr im Vorfeld von erwartet, aber jetzt so im Nachgang, ich finde es Aber auch gar das nicht ist ja schlecht. gar kein, also dann hat ja gar nichts die offene Beziehung falsch gemacht oder es ist ja nichts falsch gelaufen, sondern du hattest einfach deine Zeit dem Ganzen nicht gewidmet. Genau. Und es Das heißt, bei euch ist ja per se erstmal alles richtig gelaufen. Total. Du hast es halt einfach nicht ausgenutzt. Genau. Das ist ja Und- quasi dein Bier. Und das ist auch gut irgendwie so, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, jetzt 2025 wird jetzt auch viel Arbeit. Nee, ich habe mir vorgenommen, weniger zu arbeiten in 2025. Schauen wir mal. Ja, was wird. Und deswegen auch da vielleicht mal zu gucken, was kann man vielleicht auch links und rechts einfach so machen. Ich kann nur empfehlen, es macht Spaß, Ja, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Bei uns ist das seit 4 Jahren und ich kam aus einer offenen Beziehung. okay. Ja. Und bin dann quasi direkt in die nächste Beziehung gestolpert. Mit der Prämisse eigentlich damals schon zu meinem jetzigen Freund gesagt, dass ich eigentlich mich mal ausleben möchte, weil nach den 5 Jahren der vorherigen Beziehung ich irgendwie gerade an so einem Scheidepunkt war, auch gerade was das Fetischleben angeht. Ich wollte so vieles ausprobieren, was in der offenen Beziehung vorher immer zu Stress geführt hat irgendwie. Also mein vorheriger Partner, wir waren irgendwie in Kombination, waren wir einfach toxisch. Ja. Gab es auch gar keinen genauen Grund für, sondern es hat einfach immer zu Stress geführt, wenn einer also vor allen Dingen ich dann halt irgendwann wieder was ausprobieren wollte oder mal jemanden treffen wollte. Also man hatte halt so eine offene Beziehung in Anführungsstrichen. Aber ich habe halt nie wirklich groß was ausprobiert. Ja. So, und das hat sich dann alles aufgestaut und dann war ich gerade in den mit Ende 20ern, sag ich mal, und war dann wirklich so bereit. Naja, und dann kam quasi gleich die nächste Beziehung hinterher. Ich habe dann ganz klar von Anfang an gesagt, ich werde dich nicht in eine offene Beziehung nötigen. Ja. Wir gucken uns einfach mal, wo die Reise hinführt. Und dann hat es sich tatsächlich von selbst mehr oder weniger ergeben durch eine ganz lustige Situation, von der ich ja schon geteasert habe, die kann ich noch erzählen. Und dann sind wir da so ein bisschen ungeplant reingeschlittert. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, in unserer Umgebung und Welt, also schwule Fetischwelt, über die wir ja berichten, Ja. Also ich glaube, ich kenne kein einziges monogames Paar. Also in der Welt, gerade die Pärchen in dem Bereich, die halt auch auf Events gehen, die brauchen mir nicht erzählen, dass sie monogam sind. Und wenn sie mal zu dritt mit jemandem was machen, dann ist es auch für mich, dann belügen sie sich in meinen Augen selber, wenn sie sagen, sie sind monogam. Ja. So, und davon kenne ich halt welche von der Sorte. Die sagen, sie haben keine offene Beziehung, ja, aber Dreier sind okay. Genauso ist es bei uns witzigerweise gestartet. Ja, was ja okay ist, ist ja ein guter Einstieg, einfach mal so ein bisschen ranzutasten. Ne? Nur
ich finde halt, sobald irgendwo eine andere Person mit ins Spiel kommt, egal ob einer alleine oder zu dritt oder zu viert, was auch immer, hat das ja eine gewisse Öffnung der Beziehung mit sich. Und dann belügt man sich am Ende selber, wenn man sagt, man ist monogam. Oder legt irgendwelche abstrusen Regeln fest, sage ich mal. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich lebe damit auch mittlerweile wahnsinnig gut. Da gehört aber auch viel Vertrauen und Routine zu. Wir haben halt das Commitment, dass wir im Endeffekt auch spontan einfach mal starten können. Weil gerade spontan, wenn du irgendwo mal unterwegs bist an einem Wochenende, da ergibt sich ja im Zweifel was. Ja. Ich bin ganz selten mittlerweile jemand, der wirklich was plant. Also das ist mir zu anstrengend. Für die Scheiße bin ich zu alt. Und auch für deinen Kalender total schwierig. Ja, für meinen Kalender schwierig. Ich bin wenn ich in Berlin bin und es ergibt sich halt irgendwie was an einem Abend oder aus der Nacht heraus, dann muss ich nicht vorher noch kurz irgendwo anrufen und fragen, ob es okay ist. So war es bei meiner vorigen Beziehung nämlich so mehr oder weniger. Das war halt nahezu unmöglich, da mal spontan was zu machen. Von daher bin ich wahnsinnig dankbar darum, dass es so gut funktioniert bei uns, also beidseitig auch. Und dass wir uns halt im Nachgang dann einfach erzählen, wenn der andere aktiv nachfragt. Also wir hatten anfangs das Commitment, dass wir uns halt immer davon erzählen. Das war dann oftmals so eine Art, ich muss beichten. Hey Schatz, ich war ficken. Ja, ist wirklich. Und dann halt, also das fühlte sich irgendwann komisch an, haben wir darüber geredet und gesagt, ja, nee, stimmt ja. Und dann haben wir das umgedreht und gesagt, wenn der andere aktiv nachfragt, wie es war oder was man gemacht hat, dann erzählt man es halt einfach. Und damit fahren wir für uns, das muss aber jeder für sich herausfinden, extrem gut mittlerweile. Weil es halt einfach total, ich sag mal, respektvoll ist und der andere halt wirklich aktiv auch interessiert nachfragen muss. So. Ja. Und wenn ich mal nicht wissen will, was er getrieben hat oder andersrum, dann fragen wir auch ganz oft einfach nur nach, hattest du einen schönen Abend? So. Und wenn dann ja kommt, dann ist auch gut, ne? Ja. Genau. Also, jeder wie sich wohlfühlt am Ende des Tages. Ist, aber trotzdem, ich glaube, wenn man in der Welt unterwegs ist, dann das offene Beziehungsthema habe ich in letzter Zeit eigentlich fast ausschließlich bei mir im Fetischumfeld wahrgenommen. Also gibt es in der schwulen Welt ja auch noch mehr als in der Hetero-Welt oder die Hetero-Welt spricht insgesamt nicht drüber, ich weiß es nicht. Aber ich mache da mittlerweile auf Arbeit auch kein Hehl mehr draus. Aber die gucken mich alle immer mit großen Augen an. Wenn ich sage, das ist bei der Weihnachtsfeier vor einiger Zeit halt schön rausgehauen, so, ne, ich habe übrigens eine offene Beziehung. Die gucken alle immer, als wäre ich irgendwie ein Außerirdischer, aber alle immer total interessiert. Ja, genau. Also wirklich sehr interessiert. Und du hast es angesprochen, es geht ja auch um das Ausprobieren. Und das habe ich bei mir so gemerkt, also ich habe ja gesagt, ich bin mit 17 Jahren in diese Beziehung gekommen. 17 Jahre, blondes da war ich auch noch blond tatsächlich. Ich hatte noch blonde Strähnen. Nee, war tatsächlich dieses Ding von Ausprobieren. Es ist mein Freund, das ist mein erster Freund immer noch. Ich hatte vorher keine andere Beziehung. Und ich hatte vorher auch gar nicht so viel ausprobiert. Ja. Das heißt, diese ganze sexuelle Selbstidentifikation, das sexuelle Ich kennenzulernen, das ist alles während unserer Beziehung entstanden. Und da hat sich mit Sicherheit auch nochmal 500 Mal verändert. Total. Weil ich habe mich in den letzten 5 Jahren auch nochmal verändert mit den Interessen, die ich habe, weil ich manches ausprobiert habe, nicht so cool fand, andere Dinge wiederum cooler fand. Ja. So, das ist auch nochmal wirklich Arbeit, so eine offene Beziehung. Total. Weil du änderst ja dann auch nochmal deine Interessen. Ich bin zum Beispiel, muss ich leider auch sagen, extremer geworden. Ist so, höher, schneller, weiter, ne? Klar. Mehr. Da muss dann auch ein Partner erstmal mit klarkommen. Also ich finde, ich bürde meinem Freund da auch sehr, sehr viel auf tatsächlich, in dem, wie ich aktuell feiern gehe oder die offene Beziehung quasi lebe. Das muss halt schon immer irgendwo ein gewisses Gleichgewicht haben und jeder muss für sich trotzdem aus der Beziehung irgendwas rausziehen, dass das funktioniert. Dafür haben wir halt wiederum einfach einen echt total tollen Alltag zusammen. Also da holen wir uns halt dann wiederum die Pärchenenergie, sag ich mal. Also ich treffe halt mittlerweile unter der Woche in Hamburg, wenn ich da bin, was ich ja immer bin eigentlich, treffe ich halt auch zum Beispiel für Sex gar keinen mehr. Also ich habe das komplett auf die Wochenenden verlagert oder wenn ich unterwegs bin, auf Events, daran halt geballt und dann vielleicht auch mal in der Nacht mal länger. Aber dafür treffe ich halt unter der Woche keinen mehr. Also es hat sich komplett verlagert bei mir. Aber das muss ja eine Beziehung auch erstmal alles mitmachen. Genau. Und ich finde auch das war mal so das Argument, was ich dann meinem Freund gegeben habe, als es darum ging, dass ich die offene Beziehung, ich habe es also angangs schon gesagt, gefordert habe. Weil ich merkte einfach, ich muss mich ausprobieren. Ich habe, auch da muss ich offen sagen, ne, Schande über mein Haupt, ich habe während unserer Beziehung, als sie noch nicht offen war, auch sehr viel ausprobiert mit anderen. So.
Habe ich auch gemacht. Unmöglich. Aber es gibt häufiger. Genau. Leider. Und, irgendwie kam dann das Ding auf, wo ich dann auch zu meinem Freund meinte, hey, können wir nicht irgendetwas verändern? Weil das, was ich mit dir habe, das ist viel, viel stärker als Sex. Ja. Die Beziehung, die wir zusammen haben, das ist einfach deutlich mehr wert, als irgendwie, ich sag mal, einen Abend geilen Sex zu haben. Was auch geil ist, aber... Genau. Und ich finde aber beides ist wichtig. Und ich sehe immer für mich, dass so eine Beziehung ist irgendwie so ein Strang und Sex ist ein zweiter Strang und dazwischen kann es Berührungspunkte geben, auch viele Berührungspunkte oder auch mal gar keine. Ja. Also ich kenne auch Pärchen, die zum Beispiel zusammen gar keinen Sex mehr haben, weil sie einfach sexuell so auseinander sind, aber halt trotzdem ihre Beziehung haben, weil das einfach so viel stärker ist. Und ja, absolut. Zumal man muss ja dazu sagen, das ist ja alles nur phasenweise. Also man wird ja älter und vermutlich auch sexuell weniger aktiver irgendwann. Und wenn dann ist mir der Beziehungskern lieber, der passt für die Jahre, die man dann noch hat, als irgendein sexueller Kern, der sich vielleicht verändert oder der dann irgendwann wegfällt oder nahezu null ist. Ja. Und ich sehe es tatsächlich genauso. Also für mich ist Sex und Beziehung mittlerweile im Kopf komplett entkoppelt voneinander. Das hat den großen Vorteil, dass man halt auch, also ich zumindest, sowas wie Eifersucht kenne ich eigentlich nicht. So, ich kann das komplett hart trennen. Also wenn mein Freund ist eher der auch mal unter der Woche mal abends mal noch jemanden trifft, also auch weniger als ich von der Menge her. Ja. Aber wenn der abends mal unterwegs ist und sich mit jemandem trifft und da Spaß hat, ist es voll okay für mich. So, das ist alles fein. Ich freue mich ja wirklich, also ich freue mich wirklich für ihn, wenn er dann einen schönen Abend hat oder da irgendwie ein cooles Treffen hatte, weil auch bei ihm ist es die erste Beziehung tatsächlich. Ach. Also ich habe schon ein paar mehr hinter mir, aber bei ihm ist es die erste und auch er hat sich in den 5 Jahren, glaube ich, nochmal verändert und bin ich zumindest der Meinung, mit mir, wenn wir monogam gewesen wären, vieles nicht hätte ausprobieren können, weil ich halt fetischtechnisch dann nicht aufs gleiche 100% stehe. Ja. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man gerade im Fetischbereich Dinge wirklich nur gut ausleben oder ausprobieren kann mit Leuten gegenüber, die den gleichen Fetisch teilen. Also wenn du als Partner das nur aus Liebe, sag ich mal, mitmachst, weil der andere halt drauf steht, oder du es für ihn mal ausprobieren möchtest, dann hat das für das Gegenüber nicht den gleichen Impact, als wenn du es mit jemandem magst, der halt aufs Gleiche steht. Ja. So, und von daher hat er ganz oft Leute getroffen, halt, die seine Fetische mehr teilen, als ich es tue, und hat dann mit Sicherheit viel mehr Spaß gehabt, als das mit mir hätte es jemals haben können, in dem Bereich von diesem Fetisch. So. Das war bei uns zum Beispiel auch so. Also, oder mein Freund gar nicht in der Fetischwelt, so gar nicht. Und das ist auch völlig okay und er hat mittlerweile auch verstanden, dass ich da doch eine etwas andere Seite habe, was für ihn auch okay ist. Also er hat es auch wirklich akzeptiert und das war nämlich der entscheidende Schlüssel. Und als er es wirklich akzeptiert hat, dass ich einfach diese Fetischwelt auch einfach mehr erleben möchte, so, das hat dann aber wirklich bei uns Klick gemacht und das hat viel gebracht. Was aber auch so ist, und das hatte ich auch eingangs gesagt zum Thema Dreier. Wir hatten irgendwann, das muss so im 5. Jahr oder so gewesen sein, unsere Beziehung, haben wir angefangen, Dreier zu haben. So. Auch schon ein paar Tage her dann. Aber auch das war immer bei uns so, dass wir den Dreier hatten, aber ohne Anal, sondern wirklich immer nur irgendwie blasen und ein bisschen rumküssen und rumlecken so und Ende. Und das war alles auch okay. Ja. Aber ich merkte einfach immer, das war alles auch okay. Dass das nicht so, ich versuche das gerade politisch korrekt auszudrücken. Ich merkte einfach, dass das war da fehlte nicht halt so ganz was vielleicht meins. so ein bisschen. Genau, auch und das für war dich, eher etwas, was meinem Freund mehr gefallen hat. Ja. Was auch völlig okay ist, aber im Endeffekt auch da den richtigen Typen zu finden. Er steht eher auf Jüngere, ich stehe eher auf Ältere. Hat nicht funktioniert, da einen Menschen zu finden, der genau da reinpasst. Und entweder war es jemand, der dann eher für mich gut war, dann war er so ein bisschen nebenbei, oder es war jemand, der ihm gefallen hat, dann war ich so ein bisschen so, ja komm, jetzt abspritzen und fertig. Also das. Aber dann kommt ja noch on top noch erschwerend hinzu, dass du ja dann auch noch eher Fetische noch on top willst. Also das ist ja nicht nur das Altersthema gewesen, sondern dann ja auch noch das Fetischthema. Das war so noch komplizierter. Und deswegen, von den Dreiern sind wir mittlerweile, ich will nicht sagen komplett da eine Schnittmenge zu finden, ist ja nahezu unmöglich. Ja, aber wenn sich da jetzt was ergeben sollte, klar, dann ergibt sich da was, aber wir sind nicht mehr aktiv auf der Suche, was wir vorher in Anführungsstrichen mal waren. Da haben wir wirklich geguckt, okay, kann man irgendwen treffen? Man hat sehr viel Zeit mit Schreiben verbracht und so, aber das ist mittlerweile vorbei, weil jetzt haben wir einfach gesagt, okay, wir haben irgendwie eine offene Beziehung und ich weiß, dass er gar nicht so
aktiv auf der Suche ist, wie ich es zum Beispiel bin. Auf der Suche klingt auch wie so hilflos. Also er hält nicht die Augen so aktiv offen wie ich, sondern guckt eher und klar, wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Und wenn nicht, dann nicht. Also es muss ja auch nicht auf Zwang irgendwas passieren. Das finde ich ja auch eine schöne Freiheit. Ne? Ja, absolut. Ein Aufruf hier einmal. Alex sucht. Bitte melde dich. Jetzt müsste Julia Leischig ins Bild kommen. Vermisst. Genau, die hatte ich jetzt gerade im Kopf. Wir suchen jemanden für Alex. Also wir suchen einen etwas älteren, aber nicht zu alten, gut aussehenden, fetischbegeisterten, dominanten Top. Bitte meldet euch. Bitte meldet euch. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das gerade unangenehm ist oder... Bevor ich es jetzt vergesse, machen wir den unangenehmen Teil mal kurz zu Ende gleich. Ja. Was ja bei euch noch erschwerend hinzukommt, und vielleicht geht es anderen auch so, ihr seid ja in eine offene Beziehung gestartet, auch noch aus 2 verschiedenen Startpunkten. Du ja quasi, weil du Fetisch ausprobieren wolltest, und da kam auch von einem Follower mal eine Frage, so in die Richtung, was ist denn, wenn mein Partner eigentlich gar keinen Fetisch mag? Ja. Also das ist ja auch nochmal viel krasser. Also ich habe das große Glück, dass mein Freund ja von Tag 1 an auch Fetische hatte. Wir hatten zwar fast nichts Deckungsgleiches, aber wir haben festgestellt, es ist so viel einfacher beim anderen Fetische zu akzeptieren oder eine offene Beziehung zu akzeptieren oder dass der andere mal mit anderen seinen Fetisch ausleben möchte, wie ich gerade schon sagte, das ist halt einfach geiler, wenn du jemanden hast, der den gleichen Fetisch teilt. So von daher war es bei uns von Tag 1 an deutlich einfacher, ein Verständnis für den anderen zu erzeugen, als es jetzt vielleicht bei dir der Fall war. Weil ich sag mal, dein Freund ist ja, ohne das negativ zu meinen, eher Vanilla. Total. So. Ja. Und dann kannst du als Vanilla-Mensch, eigentlich fast nicht oder schwierig nachvollziehen, wie sich ein Fetisch anfühlt oder warum man jetzt unbedingt das geil findet. Warum braucht man das mehr als normalen Sex? Genau, das Verständnis war dafür anfangs gar nicht da und das musste erst kommen. Deswegen, das ist auch echt schwierig, das zu erlernen, wenn man selber keinen Fetisch hat. Der Prozess hat bei uns auch lang gedauert. Ja. Also effektiv von Mitte 2023 bis Anfang 2024, das war so die heiße Phase, aber eigentlich von Anfang, also wir haben über ein Jahr lang war dieses Thema immer wieder irgendwie omnipräsent da, zu sagen, wir müssen, und auch ganz zum Schluss war es von meiner Seite auch so, wir müssen etwas anpassen in unserer Beziehung, weil sonst kriselt die Beziehung. Genau. Und das war der Punkt. Da haben wir beide dann auch wirklich für uns eingesehen, warum haben wir eigentlich diese Beziehung? Ja. Und wir haben diese Beziehung nicht wegen unserem Sex, den wir auch haben und der wirklich gut ist. Also das ist jetzt ja auch nicht so, also auch da, es ist jetzt bei uns auf gar keinen Fall das Ding, nur weil wir eine offene Beziehung haben, haben wir untereinander keinen Sex mehr. Ich habe ja gesagt, das letzte Jahr jetzt war eigentlich in Anführungsstrichen fast gar nichts mit anderen Leuten. Wir hatten trotzdem ganz normalen Sex und auch wirklich guten. So. Also wirklich wir haben ein tolles Sexleben zusammen. Aber trotzdem, wenn du Fetische hast, dann fehlt da im Zweifel was. Genau. Und was ich habe mittlerweile und ich habe mittlerweile für mich festgestellt, und deswegen würde es auch für mich in einer monogamen Beziehung einfach schlicht nicht mehr gehen, Stand heute zumindest. Ich brauche für mein Gesamtwohlsein, Befinden und für mein Ich bin glücklich, brauche ich diese Mischung aus Alltag, Arbeit und Fetisch. Ja. So, das gehört bei mir mittlerweile dazu. Wenn der Fetischteil fehlen würde, wäre ich totunglücklich. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt einen Monat lang nicht mehr unterwegs, irgendwie in Berlin oder auf irgendwelchen, ich hätte einen Monat lang keinen Rubber an, das wäre furchtbar. Ja. Also das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und dadurch würde für mich halt auch eine monogame Beziehung aktuell nicht funktionieren oder mit einem Partner, der gar nichts mit Fetisch anfangen kann. Dann wäre ich lieber Single tatsächlich. Ja. Wohin man zur Frage kommen kann auch tatsächlich, funktionieren denn überhaupt Beziehungen in der Fetischwelt? Also ich kann bestätigen, dass es geht. Ja. Es ist halt sehr viel Arbeit, sehr viel Kommunikation, die notwendig ist. Wie gesagt, die meisten, die ich kenne, sind offen und ich glaube, da gehört auch immer viel Reden dazu. Total. Ich kenne aber auch tatsächlich genügend Menschen in meinem Umfeld, jetzt auch vor allem im Fetischbereich, die einfach gar keine Beziehung wollen. Denen das halt einfach zu anstrengend ist, sage ich mal, die halt ihre Freiheit lieben. Ein wirklich guter Freund, der will einfach gar keine Beziehung aktuell. Der ist so glücklich mit sich selbst und mit seiner Arbeit und mit schleppen den auch immer überall mit hin. Ja. Also er lebt ja quasi genau das Gleiche, nur dass er halt nicht diesen, ich sag mal, anstrengenden Kommunikationsteil, der auch manchmal anstrengend ist vielleicht,
der braucht es einfach nicht, der ist mit sich selber glücklich. So. Auch ich habe da schon viele Paare beobachtet, auch in unserem Umfeld, die dann irgendwie zusammenkamen und sich wieder getrennt haben und zusammenkamen und sich getrennt haben, wo ich mal dachte, und das ist gerade so schön gesagt, dieser Kommunikationspart, der ist so, so wichtig. Ja. Und das waren einfach meistens immer das Ding, dass sie sich getrennt haben, weil die keine Kraft oder keinen Bock auf diese, in Anführungsstrichen, umständliche Kommunikation hatten. Wo ich mir denke, ja, aber warum seid ihr denn zusammen? Es muss doch irgendeinen Grund geben, für den es sich auch lohnt zu kämpfen. Und eine Beziehung bedeutet immer anpassen. Und es ist immer auch Kompromisse eingehen. Und das fängt schon an mit, was essen wir heute Abend? Also es ist ja so, wer räumt den Geschirrspüler aus? Das sind ja dieselben Kompromisse wie, mit wem habe ich Sex und mit wem habe ich nicht Sex. Das ist ein wunderschöner Vergleich, der Geschirrspüler mit dem, mit wem habe ich Sex. Ja, aber es ist ja einfach so, und es gehört einfach dazu, immer diese Kompromisse einzugehen, zu gucken, okay, wie können wir jetzt für beide Seiten das Beste aus dieser Situation machen, damit beide glücklich sind. Die ändern sich aber mit der Zeit auch dann, diese Kompromisse. Also ich habe es ja bei uns jetzt schon gesehen und das ist, ich glaube, ich habe meinem Freund dieses Jahr sehr viel abverlangt und ich habe auch gemerkt, dass ich mich halt wieder verändert habe, dadurch, dass ich halt dieses Jahr etwas tiefer in Berlin eingetaucht bin. Ja. Haben sich da natürlich Begehrlichkeiten geweckt und mein Verhalten sich verändert oder meine Fetische nochmal irgendwie konkretisiert, auch an einer oder anderen Stelle, weil man einfach dann andere Dinge öfters ausprobiert hat jetzt nochmal. Das ist schon nicht einfach. Das ist ja beidseitig, dass man das dann irgendwie akzeptieren muss wieder. Ja. Jetzt auch wieder um Akzeptanz und irgendwo, wenn es dann halt rote Linien gibt, von der einen Seite muss man halt auch drüber reden, weil dann wird es halt dann kompliziert. Ja, das ist wahr. Wenn der eine ein Verlangen irgendwie hat und dann aber eine rote Linie damit erwischt beim anderen, das ist halt der Punkt, wo ich dann schon deutlich früher, als ich es jetzt heute bin, eben, oder deutlich, wie soll ich sagen, deutlich früher an den Punkt gekommen bin beim Ex, wo halt ständig irgendwo rote Linien waren und ich dann immer dann halt zurückgesteckt habe und gesagt habe, ja, okay, dann mache ich es nicht, ist okay. Ja. Und ich war halt totunglücklich in meiner vorherigen Beziehung irgendwann, weil ich halt immer die Angst hatte oder immer den Gedanken hatte, ich verpasse was, ich verpasse da was, ich verpasse da was, ich hätte das gerne erlebt, ich hätte das gerne ausprobiert. So, und das hat mich zermürbt. Ja. Und an dem Punkt bin ich halt zum Glück nicht so aktuell und ich glaube auch nicht, dass es wird sich jetzt, glaube ich, hoffentlich nichts mehr ändern bei mir. Ich glaube, ich bin am Ende der Fahnenstange. Ja. Das hat aber, glaube ich, halt wiederum mit meinem Freund relativ viel abverlangt dieses Jahr und das tut mir in einer gewissen Form halt auch wahnsinnig leid, aber wir haben halt auch echt viel drüber geredet und man passt sich halt immer wieder so ein bisschen dann wieder an, der Situation. Aber da sind mit Sicherheit auch schon Beziehungen kaputt gegangen dran. Also das glaube ich auch. Offene Beziehungen habe ich auch schon genügende scheitern sehen. Ja. Also sehr oft sogar. Ja. Viele haben mir in den letzten Jahren immer gesagt, dass die offene Beziehung, die ich mit meinem Freund für irgendwie so das Musterbeispiel ist oder die einzig funktionierende im Umfeld ist. Also das ist schon ganz faszinierend, weil um uns herum sind so oft welche kaputt gegangen, seitdem ich da unterwegs bin in der Welt. Und unsere ist eigentlich irgendwie so eine Dauerfeste. Ja, und oft spielt halt genau das Thema Eifersucht einfach dann die Frage. Und das ist auch das, was auch völlig legitim ist. Eifersucht darf sein. Bin ich ja auch so. Wenn ich sehe, ich sag mal, welchen Typen mein Freund auf Instagram folgt, wo ich mir denke, ja gut, so siehst du halt auch nicht aus, so das bist du einfach auch gar nicht. Aber genauso sagt er ja auch, du likest ja auch von, keine Ahnung, irgendwelchen muskelbepackten Männern oder so. Likest du ja auch alles durch. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Da sagt er natürlich auch, ja, das ist er auch nicht. Und das wissen wir beide und es ist trotzdem völlig okay. Also wir haben einfach genau das akzeptiert, dass wir in Anführungsstrichen andere Vorlieben haben, als unsere Beziehung ist, aber unsere Beziehung wirklich viel, viel stärker ist als das andere. So. Irgendwas scheint die ja aneinander zu haben, sonst wärt ihr nicht seit 10 Jahren zusammen, oder? Was waren es, 10 Jahre? 10 Jahre, ja. So, ein bisschen über 10 Jahre, ja. Das ist bei mir genauso, von daher solange das alles in der Kombination funktioniert, das ist ja perfekt ausgeglichen. Aber ich wie gesagt, ich kriege es immer oft in meinem Umfeld mit, dass es oft auch einfach nicht einfach. Ja. Und es gibt auch oft ganz viel Drama und Tränen und Stress und Eifersucht ist halt eine Bitch. Aber die ist halt nun mal da. Und das Einzige, was gegen Eifersucht hilft, ist halt transparent drüber reden. Ja. So, das ist meine Erfahrung mittlerweile. Wenn du halt nicht drüber redest, dann und die verschleppst, sag ich mal, dann wird es halt
wird es halt oft noch viel unangenehmer Ja. und macht noch viel mehr Stress. Das habe ich bei uns auch gemerkt. Also ja, ich habe mich ja auch heimlich mit Menschen dann getroffen. Grüße gehen raus an alle, die mich kennen aus dieser Zeit. Der geheime Alex. Hier bin ich. Danke, dass ihr mich auf dem Weg begleitet habt, zu einem Kinky-Menschen zu werden. Ja, aber auch da am Ende, das hat mich ja auch irgendwie kaputt gemacht, dass irgendwie doch immer eigentlich meinem Freund das anzutun, dass ich mich hinter seinem Rücken treffe und das ist auch nicht Ich habe toll. Und er weiß das ja auch, sonst würdest du ja so offen nicht drüber reden. Ich habe allergrößten Respekt vor ihm, dass du ihm das quasi erzählt hast, er das akzeptiert hat, ohne dich vor die Tür zu setzen und dann auch noch eine offene Beziehung draus geworden ist und das jetzt funktioniert. Also, boah, ey, da hat er ganz schön eine Transferleistung hingelegt. Total. Also das, aber auch das, wie gesagt, das war keine Sache von, ich sitze sonntags morgens am Frühstückstisch und sage, Schatz, ich habe mich mit Typen getroffen und ich möchte eine offene Beziehung, dann eine Stunde später war sie offen, sondern das ging halt wirklich... Nee, das geht nicht von jetzt auf gleich. In dem Moment schreibt er mir auch gerade eine WhatsApp, ne? Vielleicht hört er uns live zu. Werden wir abgehört. Nee, genau, es ist halt ein Prozess, der ganz, ganz lang gedauert hat. Das waren viele Gespräche und auch da wieder diese offene Kommunikation kann ich auch nur an alle einfach nach draußen weitergeben. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, versucht es wirklich Stück für Stück durch ein wirklich ganz transparentes Gespräch mit eurem Partner zusammen. Und da ist das Wort zusammen drin, wirklich zusammen diesen Schritt zu entwickeln, zu gucken, was könnte euch gefallen, weil offene Beziehung ist nicht gleich offene Beziehung. Es gibt verschiedene muss für Modelle, jeden passen es halt. muss abgesteckt werden, irgendwie in welchem Bereich ist sie offen, in welchem Bereich ist sie nicht offen. Und da wird jedes Paar für sich selber irgendwie einen Weg finden. Ich kenne da die wildesten Konstellationen. Ich habe neulich von einem Kumpel, deren Guidelines, also die haben ein richtiges Regelwerk, richtig kompliziert. Ja, krass. Richtig kompliziert, wie oft die im Monat Typen treffen dürfen. Dann, ob sie mit denen nach Hause gehen dürfen, ist da geregelt irgendwie in den Guidelines. Wie oft man an den gleichen Typen wieder treffen darf, um sich quasi nicht zu vergucken, wenn man sich mehrmals trifft und sowas. Also da gibt es ein riesengroßes Regelheft. Ja. Der eine will halt immer mehr und der andere will halt eher weniger und das ist halt wieder das Thema Kompromiss. Der eine will quasi so komplett, eigentlich bin ich quasi sein Zielbild, so do what you like bei mir. Und sein Freund will aber eigentlich eher gar keine offene Beziehung und dadurch haben sie sich quasi auf dieses sehr enge Regelwerk committed, was den einen etwas unglücklich macht, der eigentlich weniger will und den anderen vielleicht nicht 100% glücklich, aber sie haben sich halt irgendwo in der Mitte getroffen und sind beide nicht totunglücklich. Ja. So. Muss man halt abwägen, ne? Das wollte zum Beispiel mein Freund, was heißt wollte auch, mein Freund hat auch gesagt zu Beginn, ja, dann lass uns aber bitte irgendwie festlegen, nicht irgendwie mehr als zweimal mit demselben Typen. Und da habe ich gesagt, halt, stopp, das kann ich nicht. Weil gerade in diesem, ich sag mal, Bondage- und SM-Bereich. Das kommt noch dazu beim Fetischbereich. Genau, wo es um Vertrauen geht. Da wird es erst besser nach dem 5. Genau, und da kann man gewisse Sachen ja auch einfach nur erst dann machen, wenn man das Vertrauen hat, welches man erst durch regelmäßige Treffen bekommt. Also das hängt ja miteinander zusammen und das bedeutet ja nicht, dass ich mich dann automatisch in den verliebe. Das ist totaler Bullshit. Ganz ehrlich, du kannst dich auf Arbeit auf einen Arbeitskollegen vergucken. Richtig. So, oder wenn du jetzt jemanden wirklich freundschaftlich kennenlernst. Ich finde es total Quatsch, wenn man in einer offenen Beziehung sagt, du darfst ihn nur zweimal am Stück treffen, weil du könntest dich ja sonst verlieben. Dann müsstest du dich eigentlich 24/7 zu Hause einsperren und niemals mehr anderen Menschen mehr begegnen im Leben, weil mit jeder Begegnung kannst du dich theoretisch potenziell vergucken. Und auch da bin ich sowieso jemand, ich habe mich jetzt in diesen 10 Jahren noch nie in irgendwen verguckt. Also was ist mir einfach noch nie passiert, weil ich gar nicht in diesem Modus bin. Also ich merke einfach, wie mein Kopf da auch einfach das gar nicht mitbekommt. Also auch da, ich bekomme auch so Versuche, dass Leute irgendwie an mich oder dass sie versuchen, Kontakt aufzunehmen, gerade so CSD oder so, boah, der hat hier hinterher geguckt. Echt? Gar nicht mitbekommen. Also ich laufe da auch so mit Scheuklappen durch die Gegend das meistens. Nicht. Ich bekomme das auch gar nicht anstrengend, auch wenn Leute mit mir reden und mit mir dann wirklich offensiv flirten, das bekomme ich ganz oft einfach gar nicht mit, weil ich auf diesem Kanal gar nicht empfange. Ja. Und das ist gar nicht, weil ich das irgendwie böse meine, sondern ich bin gar nicht... Das passt halt für dich, so wie es ist einfach. Genau, ich bin in diesem Modus so gar nicht drin. Ja. Und deswegen war es auch zu meinem Freund, wo ich meinte, du, so dieses Verlieben, das ist für mich gar kein Argument. Ja. Und dann meine ich auch so, wenn es passiert, dann kann es auch unabhängig vom Sex passieren. Genau. Also ich verliebe mich eher in einer Situation,
die nicht sexuell ist, als dass ich irgendwo, ich sag mal, geknebelt mit Maske. Ja, eben, weil verlieben ist ja eher was auf der menschlichen Schiene. Richtig. So und nicht auf der, genau, du Und liegst geknebelt irgendwo mit Maske rum. Genau, Oh, jetzt habe ich mich verliebt. Das war so schön, dieses Knebeln. Das ist dann einfach nur eine geile Situation, die ich gerne immer und immer wieder haben möchte. Aber es ist keine Situation, in der ich sage, boah, ich bin voll in Love, mit dem Mann möchte ich jetzt in Urlaub fahren, ein Haus kaufen und einen Baum pflanzen. So. Das würde sogar wahrscheinlich nicht mal funktionieren. Genau. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte die letzten Jahre. Ich glaube, eine Fetischbeziehung, wo der normale menschliche Beziehungsteil perfekt auch noch zu einem Fetischteil passen würde, dass du quasi beide Leben miteinander lebst, dass du zusammen komplett Fetischsex hast, zusammen feiern gehst in der Fetischwelt, dass das Normalleben im Alltag zusammen stattfindet. Ich bin der Meinung, das ist nahezu unmöglich, so ein Match zu finden. Ne? Ja. Also das geht nicht, zumal sich ja Interessen auch mal ändern, fetischtechnisch. Genau. Deswegen habe ich für mich auch gedanklich irgendwann mal das Thema getrennt von der Beziehung, Fetisch und Beziehung. Und cooler Titel für die Folge übrigens, irgendwie so Fetisch und Beziehung, muss man das trennen? Oh. Oh! Ihr werdet es hinterher sehen, was der Folgentitel geworden ist. Aber ich kenne, glaube ich, keine Beziehung, die da 100% konform alles miteinander machen, sowohl im normalen Leben als auch im Fetischbereich. Ich finde, es ist einfach nicht möglich, dass du so ein Match findest. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Ja, und vor allen Dingen, man hat ja auch mal, also auch unabhängig vom Fetisch, fängt es ja schon bei den Hobbys an. Also mein Freund macht gerne, also ist totaler Fußballfanatiker, mag Autos. Ist der hetero? Ja, manchmal denke ich das auch, ganz schwierig. Wo ich mal so denke, so ja, und bei mir ist es einfach so, ja, mein Auto fährt und ja, es ist auch ein tolles Auto, aber so Fußball ist gar nicht mehr. Wenn er Fußball guckt, setze ich mich ins Büro und arbeite. So, das ist eine relativ klare Trennung. Das heißt, auch da in den Hobbys sind wir ja auch schon unterschiedlich. Genau. Urmenschlich normal. Genau, und das ist völlig in Ordnung. Und ich finde auch da, man darf dann Fetisch und das Sexuelle da auch gar nichts, oder das ist dann genau so etwas wie ein Hobby, das ist auch da Socializing ja im Endeffekt. Ne? Und wenn man irgendwo unterwegs ist, das ist am Ende Socializen mit Leuten mit selben Interessen. Und da muss man auf jeden Fall schauen, oder darf jeder in seiner Beziehung schauen, wie er es am liebsten mag natürlich und wie es passt, aber es ist ganz viel Kommunikation. Wir haben eine Frage tatsächlich, die passt nicht so ganz in diese Beziehungsecke, aber die würde ich trotzdem gerne einmal platzieren. Jetzt bin ich gespannt. Die wurde uns die nicht ist auch geschrieben. so richtig schön auf Schriftgröße 1. Die ist wirklich sehr winzig. Die Frage kam nämlich rein mit... die passt auch wirklich gar nicht gerade. Nee, aber es dreht sich um Sex, weil ich hatte ja auch zum Beispiel jetzt das mit Knebel und Maske und so angesprochen. Und ich würde jetzt kriegst du den Bogen langsam. Ja, gute Überleitung. Ich würde sie einfach nur gerne mal platzieren und vielleicht auch beantworten. Also die Frage ist, wenn man völlig verpackt ist, von Rubber über Papi-Maske bis zu Gierschuhen und so weiter, wie hat man dann Sex? Was macht man in dieser Fetischwelt sexuell eigentlich? Oder zieht man sich dann auch wieder aus? Also es ist quasi eine Frage, und ich würde das jetzt mal so beurteilen von einem Fetisch-Neuling oder einem Fetisch-Interessierten. Ja. Und die würde ich einfach mal aufgreifen, also, weil ich finde, es passt so ein bisschen das Gesprächsthema gerade rein. Wenn ich mit meinem Freund Sex habe, dann bin ich nackt. So, blöd gesagt. Ja, das ganz ist ja komisch. widerlich. Nackt ohne Gier. Ja, es ist komisch, aber das ist tatsächlich dann da einfach so. Wenn ich aber in dieser Fetischwelt unterwegs bin, dann ist es auch, finde ich, ein ganz anderer Sex, den man hat. Es ist nicht das typische rein, raus, glücklich sein. Komm, tschüss. Genau. Ich finde, es ist eher der ganze Reiz drumherum. Also wenn ich jetzt so in Motorradkombi jetzt vor einem anderen Menschen wäre, der mich sexuell erregt, finde ich allein schon dieses Ding von sich anfassen. Also da beginnt für mich auch schon der Sex. Ja, natürlich. Einfach, ich sag mal, sexuelle Handlung. Genau, ein sehr intensives Rummachen. Da beginnt für mich schon der Sex. Und ja, am Ende muss man natürlich irgendwelche Körperöffnungen öffnen und freilegen, damit man da rankommt. Muss man nicht. Ich habe in der letzten Folge auch davon erzählt, dass ich auch jemanden kenne, der wirklich nur auf Bondage steht. Und das ist ja auch irgendwie sexuell und erregt ihn, aber da wird kein Schwanz angefasst oder kein Loch angefasst. Ja. So. Und auch das ist halt auch etwas, das geht ja um sexuelle Praktiken im Allgemeinen dann eher. Und das turnt mich einfach mega an. Also mich persönlich einfach geile Outfits anhaben. Und es geht dann nicht stumpf darum, einfach nur zu ficken, sondern es geht dann einfach um diesen ganzen Zauber dieser Fetischwelt. It's a kind of magic. Ja. Ich verpack das alles so blumig heute. Wenn wir beim Thema verpackt sind, quasi was die Frage angeht,
Du kannst beide Welten, offensichtlich. Ich kann definitiv Du kannst unverpackt beide Welten. und verpackt, Ja. sozusagen. Ja, ich kann beide Welten. Ich kann nur noch verpackt. Also das heißt, kann, aber ich will nur noch verpackt. Ja. Also ich habe halt nun mal einfach einen Fetisch für gewisse Materialien. Ja. Und von daher ist das für mich halt was irgendwie immer dabei ist. Also Gier in einer gewissen Form macht mich halt wahnsinnig an und gehört mittlerweile halt zu meinem Sexleben dazu. Ich könnte jetzt gar nichts mehr damit anfangen, einfach irgendwo nackig zu stehen und durchgeknallt zu werden. So, würde ich. Ist auch okay. Ne, ist auch okay, aber wäre jetzt nichts, wo ich mich extra für verabreden würde oder wirklich heiß drauf bin oder jetzt jemanden einfach nur ganz plump einzublasen, kannst du mich mit jagen. So, wenn das dann aber wiederum irgendwie zufällig gerade in Kombination ist mit Full Rubber, mit einer Maske, wo der Mund frei ist und man irgendwo keine Ahnung, gefesselt ist und dann steckt dir da halt jemand einen Schwanz im Mund rein, dann ist das was anderes. Richtig. So, aber selbst da bin ich nicht so wahnsinnig heiß drauf, aber das ist dann halt dann ist das Mindset schon wieder anders, dann ist es vielleicht eher so ein Zwang. Ja. So, und naja, so. Aber deswegen die Frage ist tatsächlich spannend. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Es ist kein Muss. Bei jedem prägt sich das unterschiedlich aus. Bei mir hat sich so ausgeprägt, bei dir gehen beide Welten. Ne? Ja. Bei mir war das auch mal anders. Ich finde, man muss sich da gar keinen Druck machen, so wie man sich halt wohlfühlt. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie es nur noch fühlt, dass man verpackt ist und Rubber Drone oder wie auch immer ist oder mit Maske, mit Papi und komplett mit Sneaks und allem drum und dran, warum nicht? Ja. Gibt es auch genügend Leute, die das auch geil finden, ne? Und vor allen Dingen auch da in Bezug auf, was ist eigentlich Sex und was ist kein Sex. Das finde ich auch mal, das wird oft so unterteilt, ja, wenn der Schwanz nicht im Arsch drin steckt, dann ist es kein Sex. Das ist in unserer Welt, glaube ich, schwierig, das so pauschal zu sagen. Das kann man nämlich nicht, weil ganz viele stehen ja auch gar nicht irgendwie darauf, anal penetriert zu werden, sondern total. Ne, da geht es halt einfach dann genau um diese ganze, um gemeinsame Zeit, teilweise einfach Kontrolle abgeben. Dominieren, Kontrolle abgeben, genau. Da spielt ja ganz, ganz viel rein. Weswegen man dieses Pauschalisieren, Sex ist nur, wenn irgendwie der Schwanz im Arsch steckt, das greift da einfach gar nicht mehr. Ja, absolut. Aber das ist dann halt wieder was, um wieder zum Thema Beziehung zurückzukommen. Das entwickelt sich ja alles mit der Zeit und die Frage von jemandem war dann auch so ein bisschen hin, muss der Partner das denn dann akzeptieren? Ja. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde mal ein ganz vorsichtiges Ja drauf sagen, Jein. Das Problem ist halt, wenn er es nicht akzeptiert, dann kommt man in die Endlosspirale, in der ich halt mit meiner vorherigen Beziehung war, dass man dann Sachen sich verbietet oder nicht macht, weil man dann wieder Stress erahnt und dann wird man halt irgendwann unglücklich. Das ist halt leider dieses Dilemma aus vielleicht Nicht-Akzeptanz und dann aber Unglücklichkeit auf der anderen Seite und dann muss man entweder einen Kompromiss finden oder wenn halt beide irgendwie auf einer harten Kante unterwegs sind, dann wird es halt schwierig mit der Beziehung auf Dauer auch tatsächlich. Wenn der eine halt dauerhaft, ich sag mal, verletzt wird oder in eine Ecke gedrängt wird, weil er es nicht akzeptiert und nicht akzeptieren kann, der andere es aber unbedingt möchte, was heißt unbedingt möchte, unbedingt braucht, um glücklich zu sein, find da mal einen Mittelweg. Also da kann auch eine Beziehung dran kaputt gehen und dann kann sie auch am Fetischteil kaputt gehen. Ja. So, das ist dann leider so. Aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das alles unterdrückt damals in der alten Beziehung. Und ich war totunglücklich dann. Das ist irgendwann. Auch nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ja. Genau, also da war es ja wirklich ganz oder gar nicht. So jetzt ist es ja eher so Shades of Grey, sage ich mal. Ja. Jetzt trifft man sich immer irgendwo in der Mitte oder redet drüber. Deswegen bin ich auch gerade sehr glücklich. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, der Partner muss es akzeptieren, aber es wäre zumindest förderlich, dass man da hinkommt an den Punkt, das gegenseitig zu akzeptieren, weil sonst tut sich die Beziehung auf Dauer, glaube ich, echt schwer. Also auch der normale Teil der Beziehung wird auf Dauer dann, glaube ich, leiden. Ja. Wenn man gegenseitig da Dinge nicht akzeptiert. Bei euch zum Glück ja anscheinend auch alles in Tutti. Und auch das ist ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht irgendwie unterschreiben, dass es bei uns in einem Jahr noch exakt so ist wie jetzt. Nee, wird es nicht so sein. Genau, weil es ist immer im Wandel und das gehört auch dazu. Nur das ist ja auch gesund. Vielleicht entdeckst ja du plötzlich nächstes Jahr Veranstaltungen für dich. So. Das war bei uns auch tatsächlich ein einfacher. Könnte sein. Das war bei uns auch ein Wechsel, oder ein totaler, also gut, wir sind ja während Covid zusammengekommen, dann hat man nichts gemacht. Und dann plötzlich wieder in diese Öffnungsphase reinzukommen und dann gleichzeitig aber auch noch in diese Fetischphase bei mir und dann auch noch die Veranstaltungsphase jetzt seit Anfang letzten Jahres so extrem. Das sind ja so viele Änderungen auf einen Schlag, das
ich dann auch noch irgendwie ständig in Berlin rumhüpfe, mal ein Wochenende alleine, das ist, glaube ich, für einen Partner schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Total, Weil wenn du das ja. jetzt machen würdest, dass du jetzt dann auch mal wochenendweise mal irgendwo in Berlin rumhüpfst ohne deinen Freund, ich glaube, das ist dann schon nochmal ein anderer Abschnitt für die Beziehung und auch für seine Akzeptanz. Das würde er auch so, ist mal von jetzt auf gleich auch gar nicht akzeptieren. Eben, da sind wir ja auch so reingerutscht. Ich war halt mal einen Abend in Berlin, dann mal ein Wochenende, dann aber halt auch immer nur mit Leuten unterwegs, die ich gut kenne, die er auch kennt und so weiter und so fort. Also so ist man da so ein bisschen reinrolliert, sag ich mal, aber das ist auch Übung und auch Gewohnheit. Ja, du hast es gerade gesagt, Leute, die du kennst, die aber auch er kennt. Das hilft tatsächlich übrigens das sehr das für war die bei uns Akzeptanz. auch so. Ja. Als ich ja das erste Mal, in der letzten Folge ja schon erzählt, als ich im Lab das erste Mal war ich mit unseren besten Freunden da, wovon der eine auch sehr, auch fetischseitig unterwegs ist, der andere halt eher nicht. Ja. Also auch da, sowas schafft viele Brücken, die dann auch für eine offene Beziehung förderlich sein können. Aber auch da dann, ich sag mal, die Frage rein, wie lernt man eigentlich Kinky-Kontakte? Ich muss noch mal kurz einhaken, ist von Vorteil, wenn die beste Freunde dabei sind. Ich kann sogar noch eins mehr erzählen, was auch von Vorteil war, das hat bei uns letztes Jahr alles erleichtert. Ich war die ersten Male im Lab allein, also mit Freunden, halt ohne meinen Freund, und für ihn war das halt total abstrakt, er wusste nicht, was da passiert und das hat es halt wiederum schwierig gemacht, für ihn zu akzeptieren. Ja. Und er war letztes Jahr zum CSD, da waren wir quasi eigentlich zusammen da. Wir waren am CSD, Freitag waren wir auch im Lab letztes Jahr. Und da war mein Freund das erste Mal im Lab mit dabei und hat auch gesagt, er muss sich den Laden jetzt, er will sich diesen Laden jetzt einfach mal angucken, um zu sehen, zu verstehen, was ich da so mache oder warum ich da hingehe. Und danach war das deutlich einfacher zu sagen, ich gehe jetzt mal ins Lab. Ach, spannend. Ja, weil er dann wusste, wo ich hingehe, wie die Umgebung dort aussieht, was man da machen kann, was da vielleicht passiert. Es war nicht mehr so abstrakt für ihn. Dadurch war es viel, viel einfacher, das zu akzeptieren oder auch damit umzugehen. Von daher kann ich das nur als Tipp geben. Im Zweifel einfach mal eintüten und mitnehmen. Ja. Würde vielleicht dein Freund dann auch mal, wenn das mal bei dir mehr wird, im Zweifel einfach einmal mitnehmen. Und wenn es ihm da nicht gefällt, gefällt es ihm da nicht. Aber dann hat er einfach mal ein Gefühl für, was da abgeht. Das war mit ihm auch so, als ich ihn das erste Mal mit ins Prinzknecht genommen habe. Ja. War genauso dasselbe, wo er meinte, achso, das ist ja nur erstmal eine ganz normale Bar. Ja, eben, das war bei meinem Freund genau, auch, war auch das Gleiche bei uns tatsächlich. Genau, Prinzknecht war ich auch ständig und für ihn war das immer so, was ist das und was geht da ab? Einmal mitgekommen, ist eigentlich ganz cool, die Bar. Ja, genau. So. Deswegen, das hilft tatsächlich. Das nur als Tipp noch. So, du wolltest eigentlich überleiten zu, wo du deine Ficken findest. So, genau, ja. Wo suche ich? Also klar, es gibt natürlich einschlägige Portale, kennen Sie wahrscheinlich auch alle, vielleicht habt ihr auch Profile dort. Es gibt Planet Romeo, es gibt Grindr, es gibt Recon noch als App-Alternative. Instagram haben wir auch vorher gerade schon drüber gesprochen. Auf das ist natürlich jeden Fall ein großes Ding, gerade wenn man dort ein Kinky-Profil hat. Dann Blue Sky gibt es noch, das ist ja so ein bisschen, da wandert gerade die ganze Fetisch-Community hin, die ja auch Bild und Video veröffentlicht. Quasi das neue Twitter. Das neue Twitter in Anführungszeichen, weil keiner mehr auf X veröffentlichen will, was ich verstehen kann. Ja. Genau, also da habe ich schon ganz oft Kontakte geknüpft, also auf Twitter, X, dann jetzt eben vielleicht Blue Sky. Ja. Es ist ein buntes Potpourri, aber tatsächlich die meisten Leute lernen ich auf Instagram mittlerweile kennen. Gut, jetzt auch ein bisschen Reichweite, aber das war aber schon immer so. Also wenn du da aktiv auf Instagram mit einem offenen Profil unterwegs bist, dann schreiben dich oder reagieren auf Stories, einfach mal Leute an, wenn du jetzt in einer fremden Stadt bist, hast du da einen Follower vielleicht, der schreibt so, hey, du bist hier. Da habe ich jetzt schon so viele Kontakte geknüpft. Mein bester Freund, den habe ich über Instagram kennengelernt, über mein Rubber-Profil. Spannend. Ja, tatsächlich. Und dadurch hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Ne? Aber das geht auch mit Romeo und mit Recon bestimmt auch. Habe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich bin da. Wo bist du denn überall vertreten? Ich bin auf Romeo. Grindr habe ich gar nicht. Auf Recon bin ich. Und Instagram. Ja. Okay. Also Grindr habe ich zwar noch drauf, aber halt da logge ich mich halt wirklich nur ein, wenn die Not groß ist. Also sonst ist die App immer ausgeloggt. Wenn ihr also Markus bei Grindr seht, dann wisst ihr Bescheid, dass da ist aber richtig groß ist die Not. Im Zweifel in Berlin wahrscheinlich, weil in Hamburg logge ich mich eigentlich in Grindr nie ein. Und dann, ja, genau. Nein, also Grindr finde ich eine ganz furchtbare App, also sowohl technisch als auch das, was man da so zugeschickt bekommt, ist die schon mit das Schlimmste an Inhalten und Nachrichten und gleich Schwanzbilder und keine Ahnung, was hast du gesehen. Romeo kann man mal ein paar normale Leute auch kennenlernen. Wollte ich gerade sagen, ich hab Romeo mittlerweile. Ganz viele Leute. Bei so einigen Kontakten, das sind einfach so, weil ich mit denen einfach in Anführungsstrichen noch nicht auf WhatsApp rüber gewechselt bin. Da gehe ich einfach rein und weiß, und da schreibe ich mit denselben 5 oder 10 Leuten.
mit denen ich wirklich innerhalb von Romeo socialize. Okay, also wild. Das mache ich zum Beispiel nicht. Da bin ich, weil da kam noch nie der Punkt zu sagen, ey, lass doch mal auf WhatsApp wechseln, sondern da ist man doch da in Romeo. Also bist du keiner bei Romeo, der irgendwie 1000 ungelesene Chats hat? Eventuell auch. Weil davon habe ich ein paar mehr in meinem Umfeld, wo unten eine 4-stellige rote Zahl in Romeo ja, steht. Doch, habe ich auch. Ich gehe nicht auf jede Nachricht da drauf. Oh mein Gott, wild, ey. Ihr habt doch alle die Kontrolle über euer Leben verloren. Wenn ihr mir das schreiben solltet, probieren wir doch mal aus. Schreibt mir doch mal bei Romeo und dann seht ihr, ob wir... Wie heißt du denn bei Romeo? So wie ich bei Instagram heiße, also glaube ich. King Guy HH, offensichtlich. Boah. Es wird gerade geprüft. Ich guck mal kurz nebenbei in mein Handy rein. Ich habe 224 ungelesene Nachrichten. Ja, okay, das geht dann auch. Bitte, ich glaube, ich habe 0 aktuell ungelesene. King Guy HH. Ja, das ist doch wunderschön. Dann spammt ihm bitte mal mit Nachrichten zu. Ich möchte, dass das 4-stellig ungelesen ist. Ja. Ach, guck mal, ich sehe, du bist sogar 50 Meter entfernt Ich gerade. stehe aber ganz schön weit neben mir. Du hast den Standort also auch geändert. War ich schon online hier? Du warst hier also auf sowas von online, sonst wärst du hier nicht in der Nähe Manchmal gewesen. mache ich das wohl auch irgendwie so nebenbei automatisch. In Grindr war ich auf jeden Fall nicht online, die Not ist heute nicht groß. Okay. Das kann ich schon mal sagen. Ja, und bei Recon war ich noch nie. Das ist ja mehr wirklich fetischlastig noch. Ja. So Romeo für Fetisch quasi. So ein bisschen. Also Recon, bis jetzt habe ich da auch nur Kontakte wieder getroffen, die ich halt schon kannte über andere Profile. Das ist ganz nett, ja, aber bis jetzt hatte ich da noch keine Begegnung, wo ich dachte, dich kenne ich ja noch gar nicht. Ja. Also das ist ja auch ganz oft klar, die schwule Welt ist ein Dorf, aber die schwule Fetischwelt ist ja noch mehr ein Dorf, man kennt sich ja doch noch eher dann mehr. Da war jetzt noch nicht das Aha-Moment oder der Aha-Moment dabei, wo ich dachte, wow, dich kenne ich noch gar nicht, wer bist du denn? Ne? Und was man halt noch ganz analog dazu sagen muss, die meisten Leute lerne ich halt eigentlich mittlerweile irgendwie auf Veranstaltungen kennen oder halt über Freunde. Wenn du unterwegs bist, ja. Da ich halt viel unterwegs bin, kommen da ständig irgendwie Kontakte dazu. Ganz ehrlich, ich bin auf Romeo schon meistens gar nicht mal eingeloggt, weil ich gar nicht unbedingt will, dass da noch jemand schreibt, weil ich gar nicht mehr die Zeit habe, das alles zu handhaben. Man muss ja, also ich habe den Anspruch, wenn ich also da geht es jetzt eher ums Kontakt und nicht um das Sexuelle, wenn ich einen Kontakt aufbaue, dann möchte ich dem Menschen ja auch Zeit widmen. So. Und wenn ich das nicht kann, dann macht es auch gar keinen Sinn. Ja, so, das ist richtig. Das ist ja unfair. Deswegen versuche ich gerade auch gar nicht groß irgendwo Kontakte aufzubauen, weil ich die Zeit einfach gar nicht dafür habe. Ich kenne zu viele Leute. Das ist bei mir aber auch so. Ich habe bei WhatsApp. Du arbeitest zu viel. Ja, bei WhatsApp zum Beispiel habe ich, glaube ich, gerade 84 ungelesene Nachrichten. Und ich rede von WhatsApp, also einem Chat, wo ich ja eigentlich privat auch einfach mit Menschen schreibe, teilweise berufliche Kontakte. Ich komme da aber einfach und habe auch gar keinen Bock, abends noch auf dem Sofa zu sitzen und mir in Anführungsstrichen diese Stunde Zeit zu nehmen, jetzt wirklich Nachricht für Nachricht abzuarbeiten. Ich bin dann auch froh, wenn ich einfach auf dem Sofa sitze, mir stumpf eine Netflix-Serie reinziehen kann und halt nicht socialisen muss. Ja, kann ich verstehen. Bei mir ist es dann halt einfach Bullshit-TV. Und ja, genau, also so einfach so Kopf aus. Und ganz oft schreiben mir auch Leute schon meinem Freund und sagen so, ja, Alex meldet sich ja gar nicht. Und dann ist man so, ja, sorry, viel zu tun und auch keine Lust richtig gehabt. Und das ist auch mit diesen ganzen Dating-Portalen, deswegen auch bei Romeo ungelesene Nachrichten, weil ich einfach nicht hinterherkommen kann, obwohl ich es manchmal auch möchte, aber es kannst du Sekretärin einstellen. Ja. Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn jemand eine Stelle als Sekretärin sucht, meldet euch jetzt. Wie kann man uns denn erreichen? Können wir an dieser Stelle mal machen? Das war perfekt übergeleitet. Eure Fragen, Themen, Anregungen, heute bin ich mal dran. Aus jeder Folge könnt ihr uns schicken an mail@schwarzundeng.de. Oh Gott, ey, ich bin da kaputt, ey. Unter uns beiden gesprochen. Mail@schwarzundeng geht übrigens auch. Hab ich eingerichtet. Aber also an mail@schwarzundeng.de oder moin@schwarzundeng.de oder auf der Instagram-Seite schwarzundeng.podcast. So haben wir das auch mal wieder alles kommt verwurstet. Ja. Wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde gesabbelt. Es ist unfassbar. Ich habe hier einen trockenen Mund. Und wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Ja, ne? Hat ja wieder toll funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. Was wir vergessen haben, mal wieder zu Anfang zu sagen, ist, alle, die das angucken, jetzt sagen wir es mal wieder am Ende, wenn ihr es in Gear anguckt, postet eine Story davon. Das haben wir am Anfang gesagt. Nee, haben wir nicht. Habe ich gesagt. Hast du wirklich gesagt? Ja. Das ist schon wieder eine Stunde her, weiß ich nicht mehr. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich es gesagt habe. Naja, ich habe mir das sogar da als Reminder hingeschrieben. Ja, aber dann habe ich es vielleicht. Du darfst es jetzt nochmal sagen. Ja doch, doppelt hält besser. Zieht verdammt nochmal Gear an und postet eine Story davon, markiert uns, danke, tschüss. So, jetzt hat er alles und auf jeden Fall erwähnt. Gut ins neue Jahr rein. Viel Spaß bei der X-Gear an alle, die da sind. Ja. Und wir hören uns dann irgendwie in ein paar Wochen wieder. Wir kommen auf jeden Fall irgendwie wieder dieses Jahr. Regelmäßig, unregelmäßig sind wir für euch da. Das wird ein geiles Jahr, glaube ich.
Ja, Kann man glaub jetzt ich ja mal auch. so auch eingangs sagen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn ihr noch Fragen und Themen zur offenen Beziehung habt, ich glaube, wir haben mit Sicherheit nicht an alles gedacht, Bestimmt. kommentiert das gerne in dem Post. Ja. Dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Andere freuen sich da bestimmt auch. Können wir sonst auch noch irgendwann auf jeden Fall klären, diese Fragen. Oder wir beantworten sie dann im Posting. Sehr, sehr gerne. Also, macht euch einen schönen Januar, startet gut in das Jahr rein. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Ganz liebe Grüße. Ade! Tschüss!